Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Zero Project Unternehmensdialog, wenn man so will, Außenstelle Saaz. Herzliche Grüße in die Südoststeiermark zum... Ja, genau. Außenstelle Saaz. Da sind wir, da melden wir uns eben von diesem Unternehmensdialog. Ja, bei Nice Shops. Und das Spannende ist, beim Unternehmensdialog, wenn ich mir schon einmal den Titel anschaue, Zero Project, Zero sowie keine Barrieren und Project natürlich so wie ein Projekt. Und ein Projekt, habe ich mir erklären lassen, ist irgendwann einmal abgeschlossen. Das heißt, es sollte auch irgendwann einmal so weit sein, dass wir nicht nur in unseren Köpfen keine Barrieren mehr haben, sondern auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, für Menschen mit Behinderungen einfach keine Barrieren mehr da sind, auch am Arbeitsmarkt. Und wir sind ja, was den Arbeitsmarkt angeht, in einem sehr spannenden Umfeld gerade. Denn auf der einen Seite muss man ja ganz ehrlich sagen, wir haben überall Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die können was, die wollen was, die brennen darauf zu arbeiten. Und genau diese beiden Gruppen zueinander zu führen, da eine Brücke zu bauen, darum geht es beim Zero Project Unternehmensdialog. Es geht darum, Qualifizierungsmaßnahmen zu finden. Ja, und das Ganze wollen wir heute für Sie hier eben in Saaz in der Südoststeiermark und für Sie zu Hause oder wo immer Sie uns gerade sehen, bei der Arbeit, am Weg nach Hause, wohin auch immer diese Sendung geht. Wir wollen das Ganze mit Best Practice Beispielen auch noch belegen, die wir ja, Ihnen heute auch näher vorstellen wollen. Best Practice ist ein sehr gutes Thema. Ich habe schon viele Veranstaltungen moderiert, aber einen dermaßen großen Backstage-Bereich, also quasi der Bereich hinter der Bühne, zigtausend Quadratmeter groß, das ist eine Lagerhalle, das ist ein Auslieferungslager. Wie gesagt, das sind die Nice Shops. Und das Spannende, auch wenn man das eine oder andere schon gesehen hat in Sachen Künstlergarderoben, muss man sagen, also das, wie es hier aussieht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-WCs, also großartig, da hast du alles, vom Haargel über Haarshampoo, über... Ich habe mir gedacht, ja, unglaublich, was die machen. Und ich habe es mir erklären lassen, das Ganze gehört zum Feel-Good-Management. Und genau darum geht es heute unter anderem auch, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach ein gutes Gefühl gibt. Wie das ausschaut im Konkreten, wie man jetzt auch Menschen zueinander bringt mit dem Zero Project Unternehmensdialog, das schauen wir uns jetzt gleich einmal im ersten Film an, der das schon einmal in den groben Zügen erklären wird und wir tauchen dann tiefer noch in die Beispiele ein. Gut, Zero Project Unternehmensdialog, so funktioniert's. Film ab, bitte. The conference is the annual highlight to tear down barriers. I think this room, more than any room, understands the demographics of disability. It's big. To make the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities a reality in every region of every nation on the globe. Hiring people with a disability is an idea whose time has come. Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. In unseren bisherigen Unternehmensdialogen konnten wir an die 120 Best-Practice-Beispiele präsentieren und somit ein dichtes Netzwerk an interessierten Unternehmen knüpfen. Ich würde jedem empfehlen, um diese Chance, die wirklich vor uns liegt, dieses Potenzial zu nutzen. Ja, das Wichtigste ist barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber. Nicht? Menschen mit Behinderungen finden neue kreative Lösungswege für ihre Herausforderungen. Und gerade das Potenzial können Unternehmen nützen. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach von vornherein nicht zugetraut werden. Dass zum Beispiel der Blinde auf seiner Braillezeile im Excel wesentlich schneller ist als jeder Sehende. Ich wünsche mir, dass die Unternehmen die Barrieren im Kopf abbauen. Du musst jetzt viel im Kopf denken, was könnte es sein. Es sind ganz normale Mitarbeiter mit allen Vor- und Nachteilen. Sie können genau gleich viel leisten, nur anders. Es macht volkswirtschaftlich Sinn, weil es 14-mal günstiger ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15% der Bevölkerung eine Behinderung haben und auf dieses Potenzial kann ein Unternehmen nicht verzichten. Es macht personalwirtschaftlich Sinn, weil es mit dem Unternehmen etwas macht. Es verändert viele Unternehmen zum Positiven.
Nicht nur die Post bringt allen was, sondern Inklusion bringt allen was. Wenn es auch nur kleine Schritte sind, bewegt etwas, verändert etwas und löst hoffentlich ein Schneeballsystem aus. There is no reason why Austria couldn't embrace this and become the world's center from which all the world will come to see how to make this happen. Ja, ich bin selbst schon gespannt, was Sie zu den Beispielen sagen, die wir heute für Sie vorbereitet haben. Da ist wirklich viel Spannendes dabei. Übrigens an der Stelle auch darf ich die beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen, die wir also im Livestream haben, Selina Luber und Kerstin Allram, recht herzlich begrüßen, die den Livestream simultan in die Gebärdensprache dolmetschen, damit auch wirklich alle, auch damit da keine Grenzen sind und keine Barrieren sind, weil genau darum geht es. Wir sind, wie bereits erwähnt, bei Nice Shops. Da hat man normalerweise keine Bühne, das hat man eigens für uns aufgebaut, auch den Hintergrund. Und da geht es eigentlich darum, dass bei Nice Shops hier in der Südoststeiermark unglaublich viel an Backeln rausgehen und natürlich auch viel Ware reinkommt. Aber das wollen wir uns von der Gastgeberin heute erklären lassen und ich darf Barbara Unterkofler recht herzlich hier begrüßen, Geschäftsführerin der Nice Shops GmbH. Herzlich willkommen. Noch einmal, Barbara, danke fürs Dasein. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich habe es schon erwähnt, also ein riesengroßer Backstage-Bereich. Abgesehen der Bühne gibt es hier ganz viel. Ganz kurz einmal, Nice Shops sind Zahlen, Daten und Fakten. Gerne einmal ein herzliches Hallo auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Und auch an alle, die digital bei uns dabei sind. Es ist einfach toll, so einem tollen Event eine Heimat zu geben. Nice Shops, was machen wir? Wir sind ein international tätiges Onlinehandel- und E-Commerce-Unternehmen, so wie du schon richtig gesagt hast. Da gehen viele Backeln rein, aber auch viele Backeln raus. Ein weiterer Geschäftszweig ist, dass wir uns an Ideen, Firmen, Menschen beteiligen, wo wir sagen, das macht für uns Sinn und das passt ins Geschäftsfeld. Wir sind Dienstleistungsanbieter, das heißt, es gibt viele, die sagen, sie haben ein tolles Produkt entwickelt, möchten sich aber jetzt mit Versand und allem rundherum nicht beschäftigen und das heißt, das wickeln wir dann auch ab für diese Kunden. Wir sehen da im Hintergrund übrigens gerade ein paar Bilder, wie es da ausschaut, weil wir ja heute eben, wie gesagt, da jetzt im Versand sind. Das heißt, ihr macht also unglaublich viel, auch dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen. Also ich habe das vorher gerade mit dem WC, sorry, das musste ich erzählen, weil es hat mich einfach beeindruckt. Aber ich glaube, darum geht es ja auch, den Mitarbeiterinnen, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Genau, es ist so, dass Arbeit ist Arbeit, die ist anstrengend und die gehört gemacht und daran kann man nicht viel ändern. Aber den Prozess rundherum und wie das ausschaut und die Umgebung, die kann man sehr wohl beeinflussen und das Miteinander. Und ich glaube, wenn man da hinschaut, ist das der richtige Weg. Zumal ja gerade in eurer Branche natürlich ein gewisser Leistungsdruck da ist. Also ich habe was gelesen einmal von 20.000 Paketen pro Tag, die da rausgehen, aber logischerweise muss die Ware zuerst einmal reinkommen, das heißt Umschlagplatz. Da spielt sich schon ab, da ist schon eine Hektik natürlich auch drinnen. Ja, natürlich. Also wir haben weltweit 5,5 Millionen Kunden und Kundinnen und wie du schon gesagt hast, bis zu 20.000 Paketen, die am Tag da rausgehen. Wie gesagt, ist schon auch anstrengend und natürlich Arbeit und gewisser Druck dahinter, beziehungsweise ich sage immer, Druck ist Definitionssache, weil wenn ich was gern mache und mit Leidenschaft dabei bin, wird der Druck anders wahrnehmbar oder ist er anders wahrnehmbar. Jetzt fragt man sich schon, wenn man hierher kommt, warum da mitten am Land? Warum also quasi in the middle of nowhere? Das ist ganz eine leichte Antwort. Der Roland Fink, der ja der Gründer der Nice Shops ist, und ich sind da aufgewachsen und uns hat die Gegend immer gut gefallen und wir haben da nie einen Nachteil gesehen, am Land das aufzubauen und haben ihn auch bis heute nicht gefunden. Also wir sind schon auch in Graz und in Wien. Das heißt, wir sind ja 16-sprachig. Das heißt, du tust dir wahrscheinlich im ländlichen Gebiet bei gewissen Gebieten schwer, wo du sagst, das ist eine Uninähe oder so von Vorteil. Aber für uns da passt es sehr gut. Würdest du generell sagen, dass die Region, jetzt Südoststeiermark, auch für euch als Standort für dieses Logistikzentrum ein Vorteil ist? Weil man den Menschen dann vielleicht doch näher, auch jetzt den Menschen in der Region eine Arbeit gibt? Ja, auf alle Fälle. Also es ist ja die Mentalität, die der Roland und ich da gesehen haben und von den Leuten, die da leben, das hat für uns einfach gut dahergepasst und da haben wir uns wohlgefühlt.
Und es ist auch bis heute so geblieben. Und es ist, man kann ja sagen, die Welt wird immer kleiner. Das heißt, wenn man früher mal gesagt hat, man zieht jetzt eine Firma am Land auf, dann waren das andere Voraussetzungen. Wir haben den Bahnhof da, es ist die Autobahn gleich in der Nähe. Also das ist jetzt nichts, was man nicht gut kompensieren kann. Und weißt du noch, wie das Ganze begonnen hat? Ich habe jetzt die Geschichte nur gehört, der Roland in der Garage einzeln mit der Schwiegermama, erzählt er zumindest immer, Backerl verschickt. So kennst du sie auch noch? So kenne ich sie, weil ich selbst dabei war, weil die Schwiegermama meine Mama ist. Das heißt, wir sind da wirklich sozusagen ein Keller-Startup. Der Roland hat damals gesagt, er braucht einen Vorzeige-Online-Shop und Nahrungsergänzungsmittel sind im Trend. Und das war im 2005, haben wir da begonnen, 7 Quadratmeter bei meinen Eltern zu Hause im Keller Lager aufzubauen. Die nächste irrsinnige Ausbaustufe waren dann 20 Quadratmeter. Und wenn man schaut, jetzt da in Saaz, heutzutage sind es jetzt 35.000 Quadratmeter. Also es hat sich schon eine Spur größer geworden. Ist eine Spur größer geworden, genau. Ihr seid aus der Garage hinausgewachsen. Genau. Auch was das Angebot logischerweise angeht, das ist weit mehr als Nahrungsergänzungsmittel. Beim Reinkommen habe ich schon gesehen, ich glaube Poolzubehör, Trampolins. Es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt bei euch. Wir kriegen eigentlich, kann man den Einkauf selbst als Nice Shops Member gut schon abdecken hier bei uns. Und wir haben, wie du schon richtig gesagt hast, 45 Online-Shops zu den unterschiedlichsten Themen. Und wir haben jetzt 540 Kollegen und Kolleginnen, die einfach da mit anpacken und helfen, dass die Pakete an den Mann gebracht werden, sozusagen. Und darunter sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Beeinträchtigung. Genau, aktuell sind es 18 Personen bei uns. Wie ist da der Zugang, warum ist das für euch eigentlich auch ein Thema gewesen? Also sagt, es ist ja doch eben, wie wir schon besprochen haben, natürlich ein hektischer, ein stressiger Beruf. Wie geht man sowas richtig an aus deiner Sicht? Ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, man verschließt nicht die Augen davon. Es ist ja keine kleine Personengruppe, wie wir schon gehört haben, 15% der Bevölkerung. Und wir haben da nie ein Problem gesehen, sondern eher schon eine Herausforderung, dass man sagt, gut, aber so viele Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung schaffen das, ihr Leben so gut zu meistern, dann schaffen wir das auch zusammen, mit ihnen einen guten Arbeitsplatz zu meistern. Und wir haben bis jetzt nur die Erfahrung gemacht, dass es keinen einzigen Nachteil gibt. Es gibt nur Vorteile für uns. Es ist natürlich auch organisieren und strukturieren, aber ich sage immer, wo ein Wille, da ein Weg, und wir fühlen uns sehr bereichert dadurch. Wie ihr überhaupt, und das muss man deshalb vielleicht auch sagen, sehr viel macht, auch für die Region oder auch sehr viel aus der Region bezieht. Ihr habt da eine eigene Küche, da wird gekocht, da wird regional gekocht, es wird regional eingekauft. Auch das ist ein großer Stellenwert, gerade die Region zu stärken. Ja, genau. Also wir haben auch zum Beispiel einen Online-Shop, wo wir von den Bauern täglich in der Früh die Lebensmittel abholen, ob das Brot oder die Eier sind, die wir dann verschicken vom Lager hier aus. Das heißt, die Region spielt für euch auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Auf alle Fälle. Und die Menschen, die hier leben, und da gehört eben auch aufgrund der Vielfalt, die wir alle rund um uns haben, gehört es auch dazu, dass man Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt. Natürlich. Dankeschön. Gerne. Applaus. Applaus für diese Einstellung, für diese Idee. Barbara Unterkoffler, Dankeschön, als Geschäftsführerin der Nice Shops GmbH. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema, und ich bitte die Conny Lukas zu uns. Sie ist die Leiterin der Logistik bei Nice Shops. Und herzlich willkommen, Conny Lukas. 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung haben wir gehört. Jetzt ganz kurz deine Erfahrungen mit diesen, da ist der Roland Fink jetzt auch gerade, nachdem er gerade zu uns gekommen ist. Roland, du hast gerade das Interview versäumt, aber hast da Glück gehabt, sonst hätte ich dich interviewt. Applaus, Dankeschön, dass wir da sein dürfen, wenn er schon da ganz bescheiden auftaucht. Aber ich war gerade bei der Conny Lukas jetzt. Ganz kurz jetzt, was sind denn so eure Erfahrungen mit diesen 18 Menschen mit Beeinträchtigungen, die ihr bis jetzt gesammelt habt? In der Logistik sind wir 15 an der Zahl, also 18 in den Nice Shops. Ich glaube, es sind sogar 19, aber 15 in der Logistik. Und also die Herausforderung ist natürlich wie mit jedem anderen Mitarbeiter vielleicht ein bisschen eine höhere Gratwanderung. Aber das schönste Erlebnis, das ich gemacht habe in den letzten paar Jahren, ist, dass das Team, das Logistikteam, zum Behinderten hinschaut. Er schaut nicht weg. Er schaut hin und nimmt ihn so, wie er ist. Und
Beim normalen Mitarbeiter kann man vorbeigehen und kann sagen, bitte mach das schnell. Beim Mitarbeiter oder bei einer Mitarbeiterin mit Behinderung geht das nicht. Das heißt, es braucht einen Augenkontakt, es braucht Zeit, bis man erklärt hat, was musst du machen oder würdest du das machen. Und das sind so intensive Begegnungen, dass ich glaube, das ist eine Lebensschule. Und wir haben sehr viele junge Leute und ich glaube im Allgemeinen, dass junge Leute so ein bisschen eine Distanz zu Menschen mit Behinderung haben. Und hier in der Logistik ist es total schön zu sehen, wie sie die Menschen mit einbeziehen in den Alltag, der ist sehr stressig, aber sie haben immer einen Platz und immer den richtigen. Das heißt, das ganze Team profitiert eigentlich auch davon. Total. Total. Du hast mir vorher gesagt, es ist der Mario Sprung heute hier. Genau. Und ich habe gesagt, ja, ich würde den Mario Sprung gerne kennenlernen. Mario, magst du kurz zu uns kommen? Wir haben uns vorher schon unterhalten, gesagt, wir sind per Du miteinander, weil wir sind beide junge Burschen. Und der Mario, hast du gemeint, der kommt zu uns. Und warte, ich gebe dem Mario, ich halte ihm zumindest einmal das Mikro hin. Mario, jetzt würde ich ganz gern wissen, wo arbeitest du ganz genau? Beim Müllverlagerung. Müllvertragen, habe ich das in der Logistik, Genau. hast du gesagt, das heißt einer deiner Logistikmitarbeiter. Und wie geht es dir beim Arbeiten? Gut. Kolleginnen und Kollegen sind cool alle? Nett. Ja? Taugt dir das jeden Tag? Ja. Bist du jeden Tag gerne hier? Ja. Wer kann das sonst behaupten von dem Job, den er macht, dass er jeden Tag wo gerne ist? Mario, Dankeschön für den Auftritt hier bei uns auf der Bühne. Das ist der Mario Sprung. Einer, den wir vorstellen wollten. Conny, jetzt auch noch ganz kurz, wenn man Menschen mit Beeinträchtigung ins Unternehmen holt, so wie jetzt auch den Mario, worauf muss man denn da besonders Augenmerk legen? Weil im Prinzip hat ja jeder auch jetzt nicht nur das Defizit, wo man ganz gerne mal hinschaut, aber in Wirklichkeit hat jeder auch eigene Stärken, die man vielleicht nicht sofort sieht. Genau, ich glaube, man darf sogar sagen, es sind nicht Menschen mit Behinderung, sondern Menschen mit einer besonderen Begabung. Und die besondere Begabung sieht man, die kommen einfach arbeiten. Also ich meine, wir stehen auf in der Früh, der Wecker läutet, wir machen uns parat, gehen zur Arbeit, gehen eine, ja, ist halt so. Und ich meine, für einen Mitarbeiter mit Behinderung oder eine Mitarbeiterin, die haben schon mal beim Aufstehen Probleme. Also die sind ja 24 Stunden grundsätzlich, haben die Arbeit. Und dann kommen sie aber noch zur Arbeit und sind immer gut aufgelegt. Es strahlen die Augen, wie ich schon vorher gesagt habe, es passiert wenig über das Gehör, es passiert sehr viel über die Augenkontakt und einfach das, was sie uns geben, das schafft sonst der Mitarbeiter fast nicht. Das ist einfach tagtäglich sehr schön zu sehen. Darf ich dich persönlich fragen, wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist? Nämlich einen sehr empathischen Menschen habe ich hier gegenüber, der hinschauen kann. Das ist ja in der heutigen Zeit auch nicht so ganz selbstverständlich. Da müsst ihr jetzt ein bisschen meine Lebensgeschichte erzählen. Für das haben wir, glaube ich, keine Zeit. Nein, ich glaube, es berührt mich. Es berührt mich zutiefst, weil es nicht selbstverständlich ist. Weil genau die Menschen Probleme haben, dass sie arbeiten können. Ich meine, wenn irgendjemand bei der Lebenshilfe ist das schon okay, aber so können sie einen Lohn verdienen. Sie sind mit Menschen zusammen, die ganz normal sind und fühlen sich dann selber wahrscheinlich auch ein bisschen als normal. Es ist einfach... Diese Form der Wertschätzung, ganz wichtig. Für mich ist es einfach eine Herzgeschichte. Ja. Ganz kurz und letzte Frage. Das heißt, wenn man einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit Behinderung einstellt, muss man halt ganz genau hinschauen, wo passt er gut dazu. Da ist wahrscheinlich ein bisschen ein Fingerspitzengefühl. Ja, nötig. da ist die richtig große Herausforderung für uns alle, also jetzt nicht einmal für mich, ist, ich schaue mal zuerst gibt es ein Gespräch, dann schauen wir, wo könnte er hinpassen, dann gibt es vielleicht verschiedene Abteilungen, wo er reinschnuppert, aber es ist natürlich extrem schwierig, weil die Belastungsspanne von Fordern und überfordert sein ist bei solchen Mitarbeitern und Ihnen schon sehr klein. Also da gibt es fast keine. Beim anderen kann man das dehnen. Aber da muss man gut hinschauen. Und ich glaube, das gelingt uns auch gut, weil einfach die gesamte Logistik da mit dabei ist und mit daran arbeitet.
Ich sage danke, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Dankeschön. Conny Lukas, Leiterin der Logistik hier bei Nice Shops. Was ich jetzt ganz ehrlich an diesen Zero Project Dialogen wirklich schätze, ist einfach das Aufeinander zugehen, dass also einfach man so viel lernen kann, auch voneinander. Und ich möchte Ihnen den nächsten Mann hier auf der Bühne vorstellen, den braucht man eigentlich nicht ganz vorstellen, weil also es ist der Dealer meines Vertrauens. Ich bin ein bisschen ein Schokoholik, das gebe ich offen zu, Sepp Zotter. Schön, dass du heute da bist, ich darf dich zu uns auf die Bühne heraufbitten. Ich weiß, es gibt ja hier auch ein großes Lager. Das sieht ja überall die Arbeit. Ja, das ist die, ja, gut. Ich weiß, Maximierung der Menschlichkeit, wahrscheinlich der größte Gewinn, hast du mir in einem Interview einmal gesagt. Der faire Umgang steht bei euch generell im Unternehmen, bei Zotter Schokoladen, muss man jetzt ja auch sagen, weil man uns ja vielleicht aus ganz Österreich sieht, also Zotter Schokoladen, Regensburg, die besten Schokoladen überhaupt. Na, und jedenfalls der faire Umgang, das geht von der Rohwarebeschaffung bis hin eben zum Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Welchen Stellenwert, welche Rolle haben Menschen mit Beeinträchtigung bei euch im Unternehmen? Ja, also jetzt könnte man sagen, das gehört einfach dazu. Es ist grundsätzlich so, dass, wo wir begonnen haben mit beeinträchtigten Inklusion, einmal darüber nachzudenken, wie wir das machen können oder wie das funktioniert. Man hat ja keine Erfahrung. Nicht? Also man hört immer nur, ja gut, das sind Leute, die haben eine Behinderung, die bringen vielleicht nicht so eine Leistung oder so. Und dann haben wir begonnen einmal mit dem ich habe mich begonnen mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann haben wir zuerst gedacht, na gut, machen wir vielleicht so eine beeinträchtigten Werkstätte und da machen wir eine Betreuung dazu und dann schauen wir halt, was so passiert. Und da muss ich ja wirklich sagen, dass also wirklich eure Foundation, die Essl Foundation, hat mich natürlich auch dazu inspiriert, weil ich irgendwann einmal das Wort Inklusion gehört habe und habe gedacht, nicht, das ist es vielleicht, dass man die Leute integriert, vielleicht ist das die bessere Lösung. Und dann haben wir das einmal begonnen umzusetzen und ich kann mich da erinnern, den ersten Mitarbeiter, den wir da gehabt haben, da sind die Mitarbeiterinnen in der Abteilung sind natürlich gekommen und gesagt, Chef, das ist wirklich schwierig, da sind Fehlerquellen drin und wie können wir das kompensieren, nicht, dass sie glauben, dass die Leistung dann gleich ist und so weiter. Es war von den eigenen Mitarbeitern eher so ein bisschen eine skeptische Haltung, logischerweise, weil überall der Leistungsdruck ist und so. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir probieren das jetzt einmal. Und da gibt es mittlerweile echt schöne Erfolgsgeschichten, weil Inklusion wirklich funktioniert. Das dauert zwar ein bisschen, aber ich kann mir jetzt wirklich, ich bin echt stolz drauf, also wir haben glaube ich 5 oder 6 Mitarbeiter, die voll integriert sind. Und meine größte Freude ist immer, bei uns kann man ja alles sehen und die Leute Besucher gehen durch den Betrieb und manchmal, wenn wir die Leute darauf ansprechen, dann sage ich, ja, was ist hier in einer Abteilung, da ist jemand drin, der ist schwer beeinträchtigt und dann sagen die Leute, wo ist der, wo ist denn der? Und dann sage ich, das ist schon ein großes Lob, weil man sieht sie ja nicht. Und das Wichtigste, das jetzt da als Erkenntnis jetzt im Nachhinein, ist tatsächlich, also ich hätte es nie für möglich gehalten, dass die Motivation, und Sie haben das schon ein bisschen angesprochen, im übrigen Team extrem steigt. Und das ist wirklich das Besondere, weil es ist, wir wissen das uns geht es gut, wir haben, natürlich läuft ja ab und zu ein Laus über die Leber und in der Früh denkt man sich, mein Gott, das Wetter ist nicht schön oder irgendwas anderes. Und dann kommt man in den Betrieb und dann hast du mit Leuten zu tun, die es nicht so leicht haben und plötzlich ist das kein Problem mehr und ich würde jetzt echt sagen, es ist für ein Unternehmen natürlich immer das Gleiche, dass dadurch die Allgemeinleistung steigt, weil die Zufriedenheit steigt, weil es den Leuten einfach taugt und es ist, die Menschen sind, wir sind ja soziale Wesen, wir sind ja hilfsbereit, ja. Und wie gesagt, also das Beeinträchtigen Inklusion, das ist etwas, was ich wirklich immer wieder nur sagen kann, setzt euch mit dem Thema auseinander, das bringt es wirklich. Es kostet vielleicht einmal am Anfang ein Geld, aber wenn du ein Auto kaufst, musst du zuerst zahlen, dann kannst du fahren. Und so ist es, man muss vielleicht ein bisschen was investieren oder auch im Unternehmen gibt es Abläufe, die vielleicht mal auch kritisch sind oder wo man darüber nachdenken muss, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich die Maximierung der Menschlichkeit, bringt den größten Gewinn, es ist so. Da sind wir schon wieder bei deiner Formel der Maximierung. Es macht also was mit dem Team, das habe ich schon einmal mitgenommen. Es macht was mit dem Team, auch so in Richtung, ich meine, ihr seid ja ein kreativer Betrieb, auch in Sachen Kreativität, weil wie kommt ihr zu
kreativen neuen Kollektionen? Ja, über das brauchen wir gar nicht nachdenken. Du kannst der Chef natürlich reingehen mit der Peitschen und sagen, so, ich muss schnell arbeiten und ich weiß nicht, so wie es der Roland Finkold hier macht. Nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja. Das kannst du probieren. Das ist, Gott sei Dank, ist diese Zeit abgelaufen. Oder du kannst versuchen, deine Leute zu motivieren, was immer es ist. Da gibt es verschiedene Features, aber beeinträchtigende Inklusion ist auch etwas, um die Leute zu motivieren, weil sie einfach, der eine geht zur Feuerwehr und sagt, gestern haben wir einen Brand gelöscht und dafür bin ich super, was ja wirklich super ist. Ja? Aber mit beeinträchtigender Inklusion kann man jeden Tag im Unternehmen auch sozusagen was Kleines Gutes tun, indem man den Mitarbeiter mitnimmt, indem man mit den Leuten redet, indem man ja, auch vielleicht einmal was unternimmt. Ja. Und das ist, und das ist abschließend schon die Frage, das ist auch ein Weg, auf dem man ist wahrscheinlich, oder? Das ist jetzt ja nicht was man einmal macht und sagt, okay, wir haben vorher gerade gehört von der Conny, da muss man halt immer wieder mal hinschauen, da muss man dranbleiben, aber man kriegt eben viel zurück. Wie siehst du diesen Weg? Ja gut, ich meine, ich glaube immer, jedes Unternehmen, und das spürt man da bei NiceShop auch natürlich, hat eine DNA. Ja, das ist ein gewisser Mindset, der da drin ist, ein gewisser Geist. Den kannst du ja nicht erfinden, den kannst du nicht über Berater oder so hereinholen. Entweder ist es das, und das ist, und ich muss wirklich sagen, ich bin ja gerade jetzt da wieder bin in einer großen Jury und ich habe mich echt gewundert, wie da die Unternehmensprofile daherkommen. Und jetzt ist es wirklich, also Nachhaltigkeit, soziale Inklusion, all diese Themen, die kommen jetzt bei den Unternehmen an. Und da freue ich mich wirklich, dass das mittlerweile beschäftigen sich ganz viele damit. Also jetzt nicht nur, weil du vielleicht am Anfang gesagt hast, naja gut, man sagt jetzt oft, wir haben Arbeitskräftemangel und wir sollen dieses Potenzial nützen. Das ist fast ein bisschen schier. Das ist sehr logisch, dass wir es nützen oder nützen sollen, aber im Prinzip, es geht eben immer darum, was strahlt das Unternehmen aus. Und wenn wir von fairen Handel reden und von biologischer Landwirtschaft oder so irgendwas, ja gut, ich meine, ich komme mir da ein bisschen fast komisch vor, das gehört einfach dazu. Und ich sage immer, das größte Schimpfwort, das man mir sagen kann, ist, dass ich vielleicht ein Gutmensch sei, wo ich mir denke, um Gottes Willen, wir sind keine Gutmenschen, wir sind ganz normale Menschen und gehen miteinander um. Und das ist nicht nur selbstverständlich, sondern es bringt dann selber auch weiter. Und vor allem, gerade im Unternehmen ist es ja so, es gibt ja nicht nur Sonnentage, so wie heute, was so schön ist und tolles Wetter ist, sondern es gibt ja auch mal schlechte Zeiten. Und das ist es halt, an dem kann man sich sehr anklammern. Und wenn so ein Unternehmen so eine DNA hat, wo sie halt auch sozial mit den Mitarbeitern und so engagiert, das ist halt einfach, ich habe mir das gedacht, wo Corona losgebrochen ist. Ja? Ich habe mir zuerst gedacht, ich habe in meinem Unternehmerleben schon viel erlebt, habe mir gedacht, ja, was ist denn das jetzt, was wird denn da jetzt sein? Ja? Und das war dann sehr interessant, also es ist nichts passiert, ganz im Gegenteil. Also ich glaube jetzt wirklich, das gemeinschaftliche Denken hat sich dadurch tatsächlich verändert und man sieht das jetzt auch in den Betrieben, die Leute beschäftigen sich jetzt mehr mit Inklusion. Ja, super ist das und ich hoffe, dass das auch so weitergeht und das ist auch so wichtig, dass man muss jetzt nicht Vorbild sein, aber es muss auch funktionieren. Zu mir sagen ganz viele Unternehmer sofort, wenn es mit jemandem redest, der mit dem nichts zu tun hat, und die sagen, ja und was kostet es? Oder der Sportmission sagt, ja, nein, es kostet nichts. Es ist natürlich eben, habe ich schon gesagt, am Anfang ein bisschen eine Investition, aber dann funktioniert es und das läuft von selber und wie gesagt, also für alle Unternehmer unter uns, es bringt es wirklich, du kannst es auch wirtschaftlich auf den Boden bringen und wenn das funktioniert, dann gibt es ja sowieso kein Vorbeikommen. Und dann hast du wieder deine Formel, die Maximierung der Menschlichkeit, wieder in den Mittelpunkt gestellt und genauso gehört es. So ist es, ja. Sage danke vielmals. Ich sage danke. Danke vielmals fürs Herkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, genau, der hat noch einen weiteren Termin. Der eine kommt von einem Fernsehtermin, da werden wir auch noch reden. Der andere geht zum nächsten Termin. Es ist ein Kommen und Gehen hier, aber das ist genauso, wie es im Leben ja auch sein muss, ein Kommen und Gehen. Wir wollen den Blick nach Amerika machen. Und Walgreens, die größte Apothekenkette mit 180.000 Apotheken in Amerika, hat 370 Distributionscenter. Und Walgreens, und das wollen wir als Beispiel, das von der anderen Seite des Teichs kommt, ganz kurz zuspielen, ist jenes Unternehmen, das sich auch groß Gedanken gemacht hat, wie man diese Menschlichkeit, die der Sepp Zotter angesprochen hat, maximiert, aber daraus auch ein Geschäftsmodell macht. Ich sage bitte schön Film ab und wir machen den kleinen Abstecher nach Amerika. Welcome to World News. Tonight, work in progress. An employer proving disabled people will work just as hard as anyone else. If
given the chance. Finally tonight, an economic success story that is, more importantly, a human success story. A recent study found that the unemployment rate for Americans with disabilities is 44%. There are laws against discrimination, but many employers still question whether disabled people can really do the job. Betsy Stark found one company with some answers. At first glance, this Walgreens distribution center in Anderson, South Carolina, seems ordinary enough. But look a little closer, I'll tell you what, I love this job. and it is anything but. I have been happy with it. I'm contented. What's special about this place is that Julia Turner and more than 40% of her 700 co-workers are disabled. Julia has Down syndrome. Daryl Perry, who works right next to her, mentally retarded. What are these things, Daryl? It tells you all kind of tips. Oh, so these are tips on how to do your job? Do my job. Garrick Tada has autism. Morning, R. Morning, Rick. Luann Bannister, one of their training supervisors, in a wheelchair. And Angela Mackey, who recruited most of them, You feeling better? Yeah. Angie has cerebral palsy. I hope that, through my work and through this program I'm showing, that disability or not, we all have potential, we all have value. In this building, abled and disabled workers do many of the same jobs and earn the same pay. Corporate America thinks they need to give somebody with a disability an easier job. Everyone here is on equal ground. Can you please take care of that for me? Yes, sir. In this building, people with disabilities How you doing, man? are not invisible. And you see somebody with a disability, everybody avoids that person. Here, we come up and shake your hand. It's totally different. The quiet revolution happening in Anderson is the brainchild of Walgreens executive Randy Lewis. Everything okay? Lewis has a 19-year-old son with autism. As a parent, I saw the future. And so the question is, given our position, maybe we could be an example, maybe we could use our position of leadership to try to change the work environment. This was personal. Very personal, very personal. Lewis says Anderson is no less productive than other distribution centers. People come to me and say, will this work in my environment? Yes, it will. How you doing, Stephanie? This is not just the good thing to do, the right thing to do. This is better. Hiring people with a disability is an idea whose time has come. There are enough examples out there that prove that people can do the job if they're given the opportunity. Given what I know about Austria, it's a close-knit country. It's focused. It's an innovation center, especially in the world of logistics. There is no reason, based on the people I have met in my visit, why Austria couldn't embrace this and become the world's center from which all the world will come to see how to make this happen. Genau so funktioniert es, wie wir es hier gerade gesehen haben. Ich darf Ihnen mittlerweile den Michael Pichler vorstellen von Zero Project in einer Rolle einerseits als jener, der Zero Project betreut, auf der anderen Seite langjähriger HR-Manager. Und wenn man das hier gesehen hat, dann muss man sagen, es funktioniert. Erfolgsfaktoren, wenn man die sich anschaut, auf den Punkt gebracht. Was mir aufgefallen ist, ist dieser systemische Ansatz. Da ist ja mehr dahinter als nur probieren. Wie siehst du das? Ja, Oliver, vollkommen richtig. Systemisch und ich würde noch ergänzen, systematisch. Dieser Randy Lewis, den Sie hier gesehen haben, ist Vice President bei Walgreens gewesen und der hat das nicht nur zufällig gemacht, sondern ist diesen Weg ganz bewusst gegangen. Er hat gesagt, ich baue jetzt ein Logistikzentrum auf, wo 40%, es wurden dann 60% der Mitarbeiter eine Behinderung haben. Also systemisch, er hat das Management dazu gebracht, lasst mich diesen Weg gehen, hat große Widerstände gehabt, große Bedenken, hat die Führungskräfte begeistert für diese Idee und systematisch. Er hat sich Ziele vorgenommen und ist das dann Schritt für Schritt gegangen. Und wenn du mich nach den Erfolgsfaktoren fragst, das Management muss dahinter stehen. Die Führungskräfte müssen daran glauben. Der zweite Schritt, er hat die üblichen Bewerbungsprozedere über Bord geworfen. Ich erkläre dann gleich, und man hat es ja auch gesehen,
wie er das gemacht hat. Er sagt ganz klar, Menschen mit Behinderungen haben keine üblichen Lebensläufe und wir Personalmanager, wir lieben es, Lebensläufe zu studieren und Lücken zu finden und zu sagen, das passt nicht. Er hat gesagt, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Was hat er gemacht? Und das ist der dritte Erfolgsfaktor. Er hat sich mit örtlichen Sozialorganisationen zusammengetan und hat dem Staat gesagt, pass auf, ihr zahlt mir 9 Wochen. In diesen 9 Wochen probieren wir aus, wo können wir den Menschen einsetzen, wo sind die Fähigkeiten, Talente, wie es der Josef jetzt gerade früher gesagt hat, und suchen einen Arbeitsplatz, der zu Menschen mit Behinderung passt. Und 90% der Leute, die eingeladen worden sind, haben dann auch einen Job bekommen bei Walgreens. Und ich glaube, das sind so die 3 wesentlichen Erfolgsfaktoren. Und eben auch dieser Onboarding-Prozess ist dann natürlich auch gut vonstatten gegangen, haben wir heute von der Conny schon gehört. Es braucht am Anfang mehr Zeit, ja, aber das kommt dann zurück. Und den letzten Satz noch, was ist zurückgekommen? Weniger Arbeitsunfälle. Es gibt eine Universitätsstudie von Anderson in dieser Stadt, wo dieses Logistikzentrum steht, hat die Universität dieses Projekt evaluiert. Weniger Arbeitsunfälle, weniger Fluktuation, um 50% weniger Fluktuation, weniger krankheitsbedingte Abwesenheiten und viele, viele Effekte in der Führung, haben wir heute auch schon gehört, wissenschaftlich nachgewiesen, höhere Empathie der Führungskräfte, höhere Lösungskompetenz, weil sie sich intensiver damit auseinandersetzen, ein größerer Wille, Lösungen zu finden für Problemstellungen und mehr Achtsamkeit. Und das ist wissenschaftlich bewiesen in dieser Studie. Und das tut auch wieder, und das haben wir heute auch schon gehört, der gesamten Mannschaft, dem gesamten Team gut. Jetzt können Kritiker sagen, naja, das ist weit weg, das passiert in Amerika, das kann ja bei uns gar nicht funktionieren. Aus deiner Einschätzung, wie gut würde das auch auf unserem Arbeitsmarkt funktionieren? Was würde es an Voraussetzungen brauchen? Also Randy Lewis war ja vor 3 Jahren bei uns, ihr habt es im Interview gesehen und wir haben uns sehr intensiv unterhalten über sein Konzept, das weltweit nachgeahmt wurde. Also er ist wirklich ein Pionier in dem Bereich und Österreich hat, glaube ich, gute Voraussetzungen. Es gibt viele Förderungen, es gibt viele Tools, es gibt viele Akteure, die sich um dieses Thema kümmern. Einige davon sind auch heute hier. Und da wären schon innovative Wege gegangen. Ja, Österreich hat gute Voraussetzungen. Was mir allerdings fehlt, ist, dass wir ein bisschen größer denken. Das sage ich jetzt nicht, weil Martin Essel da steht, der grundsätzlich immer groß denkt. Aber wir müssen vom Klein-Klein wegkommen. Wir müssen die Player, die es gibt, viel, viel stärker miteinander vernetzen. Es muss ein Miteinander zwischen den Sozialorganisationen, den Förderinstitutionen, aber vor allem auch den Unternehmen geben. Und Walgreens lernt uns ganz, ganz enge Zusammenarbeit zwischen den Sozialorganisationen und dem Unternehmen und das kann er nur gut tun. Und da wünsche ich mir in Österreich mehr und auch eine leichtere Abwicklung der Förderungen. Das muss auch immer wieder gesagt werden, damit wir das nicht vergessen. Wobei, es gibt ja da Hilfe und Unterstützung, darüber wollen wir heute dann auch noch mehr erfahren. Aber was wäre denn, wenn heute jemand da ist und sagt, okay, jetzt habt ihr mich fast überzeugt schon. Was wäre denn der erste Schritt, den man gehen sollte? Weil der Weg beginnt natürlich immer mit dem ersten Schritt. Ja, zum nächsten Unternehmensdialog kommen und sich mit anderen Unternehmern auch austauschen. Das ist der erste Schritt. Sich sensibilisieren und zu sagen, okay, ich mache es, ich probiere es einfach mal aus. Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir lernen heute das NEBA Betriebsservice kennen, einen kleinen Pilot zu starten, vielleicht auch die Führungskräfte zu sensibilisieren, das in die Führungskräftetrainings einzubauen, das Thema, barrierefrei auch zu denken, auch zu sensibilisieren, was heißt es denn, wenn ich eine Behinderung habe? Und Behinderung geht von bis. Ja, es beginnt mit dem kleinen Finger, der fehlt, bis hin zu Lerneinschränkungen und dass wir die Bilder, die Ängste, die wir haben, auch bei den Führungskräften lernen abzubauen und dann einfach einmal ausprobieren und den Weg gehen und Ängste und Sorgen ein bisschen über Bord werfen, auch Rückschläge mit einkalkulieren, die wird es geben, Enttäuschungen gibt es. Ja. Es gibt auch einige Unternehmer hier unter uns, ich schaue Richtung Uli Retter, Hermann Retter, wir haben oft auch über Rückschritte geredet, aber trotzdem dran zu bleiben und dann erfolgreich zu werden und den ALC Award zu gewinnen zum Beispiel, so wie es die Familie und Hotelretter ja gemacht hat, weil es ist ja vorbildhaft, die Sache. Es geht, muss man ganz offen sagen, nicht um irgendwelche Awards und Preise, sondern es ist diese Maximierung der Menschlichkeit, damit bin ich wieder beim Josef Zotter angelangt und es bringt auch dem Unternehmen was, es bringt auf so vielen Ebenen, wie ich heute schon gelernt habe, sehr viel.
Michael Bichler, Dankeschön fürs Erste. Ein herzliches Dankeschön. Dankeschön. Auch jetzt für die Organisation und das Zusammenstellen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diesen Zero Project Unternehmensdialog. Ja, wir haben natürlich auch in der Wirtschaft nachgefragt, haben auch den Wirtschaftskammerpräsident Josef Herg eingeladen, der leider Gottes aber gerade keine Zeit hat, und er hat uns aber eine Grußbotschaft geschickt und die wollen wir Ihnen jetzt natürlich nicht vorenthalten, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, leider ist es mir heute nicht möglich, persönlich beim Zero Project Unternehmensdialog dabei zu sein. Darum freut es mich, zumindest auf diesem Weg ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. Die Integration von Menschen mit Behinderung ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Anliegen. Ein Anliegen, das wir in herausfordernden Zeiten wie in diesen nicht aus den Augen verlieren dürfen. Sie fragen sich jetzt sicher, was die Wirtschaft, also die Unternehmerinnen und Unternehmer und wir als Wirtschaftskammer dazu beitragen können, Menschen mit Einschränkungen ins Arbeitsleben zu integrieren. Die Aufgabe eines privaten Unternehmens ist es zweifellos, gewinnbringend zu handeln und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Die Frage ist, wie lässt sich das mit der Integration von Menschen mit Behinderungen vereinbaren? Nun, ich würde sagen, dafür gibt es viele gute Gründe. Der erste ist, dass eine Behinderung nichts über den Wert eines Menschen als Mitarbeiter aussagt. Nichts über seinen Einsatz und seine Identifikation zum Unternehmen. Das ist ja auch für sich immer eine Marke. Eine Marke als Arbeitgeber, wo Employer Branding immer wichtiger wird, denn wir leben in Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels. Gerade deshalb darf man die Unternehmerinnen und Unternehmer auch nicht alleine lassen, wenn es um so wichtige Entscheidungen wie die Einstellung von Menschen mit Behinderung geht. Für dieses gesamtgesellschaftliche Ziel braucht es auch öffentliche Unterstützung. Als Wirtschaftskammer haben wir deshalb schon länger ein Maßnahmenpaket mit einem Beratungsschwerpunkt geschnürt, das die steirischen Unternehmen fit machen soll für eine Wirtschaft, an der alle teilhaben können. In diesem Sinn darf ich Ihnen einen erfolgreichen Unternehmensdialog wünschen und freue mich schon sehr auf ein nächstes reale Treffen. Beim nächsten Mal ist er dann wieder mit dabei. Josef Herg, Dankeschön. Ich finde es sehr spannend bei diesem Zero Project Unternehmensdialog, dass man ja nicht irgendwo hingeht und sagt, okay, wir sind da und wir senden von da und es sollen möglichst alle dorthin kommen, wo wir gerade sind, sondern dass man hinausgeht, dass man zur Wirtschaft geht, dass man aber auch zur Politik geht. Ich weiß, dass vor kurzem ein Zero Project Unternehmensdialog beim IKEA war in Wien. Ich weiß, dass wir eben, wie gesagt, heute hier bei Nice Shops in der Südoststeiermark sind. Wir hatten den letzten Dialog in der Steiermark geplant und dann, wie gesagt, war leider Corona, hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann war das nicht möglich. Wir wollten eigentlich dort sein, wo die steirische Politik zu Hause ist, hatten eine Einladung von der Manuela Komm, den steirischen Landtag mit dem Zero Project zu besuchen, und Martin Essl weiß das, wir waren da schon einmal vor ein paar Jahren und durften dann wieder. Wir haben uns gefreut, dass die Manuela Komm gesagt hat, sie macht den Landtag auf. Und dann hat Corona alles wieder zugemacht. Egal, jedenfalls kann ich mich erinnern, das haben wir dann online abgehalten, die ganze Veranstaltung. Und als wir gesagt haben, wir sind jetzt wieder live, hat sie gemeint, sie wäre gerne hier, aber hat leider auch keine Zeit. Aber Grüße gibt es trotzdem auch noch von ihr jetzt. Herzliche Grüße in die Südoststeiermark zum heurigen Projekt Zero Unternehmensdialog. Ich freue mich sehr, dass es Menschen gibt, die Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen, ihre Potenziale sehen und ihnen Chancen eröffnen. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie bereit sind, Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen. Denn ich glaube, Sie bereichern unsere Gesellschaft. Vielen Dank dafür und alles erdenklich Gute. Dankeschön, Manuela Komm. Ja, jetzt kommen wir noch in einen Bereich, wo wir auch in einer Runde kurz diskutieren wollen. Und ich darf aber zum Auftakt Kommerzialrat Martin Essl zu mir auf die Bühne heraufbitten, um quasi diese Runde einzutakten mit ein paar guten Gedanken, guten Ideen, mit einem Applaus. Herzlich willkommen. Dankeschön auch für Ihre Unterstützung. Sind schon einige Male erwähnt worden heute als treibende Kraft. Ich habe schon das Bild der Brücke gehört. Also ihr baut Brücken zwischen Menschen mit Beeinträchtigung, zwischen Unternehmen. Was treibt Sie an? Ja, das ist einmal ein gutes Beispiel, aber zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch beim Herrn Fink und seiner Familie, dass Sie uns heute hier gehostet haben.
und Sie wissen gar nicht, was Sie mir für eine Freude machen. Sie wissen, dass ich ja früher den Baumarkt geleitet habe und da wieder die richtige Luft mit den Materialien zu schnupfen. Unten sind die Pools. Unten sind die Pools. Die Unternehmer kenne ich natürlich auch, die das produzieren. Also das macht mir eine richtige Freude und viel Spaß und vielen herzlichen Dank. Wobei natürlich Nice Shops aus der New Economy kommt, wo ja online eine ganz wichtige Rolle spielt und dass Sie uns da eingeladen haben. Herzlichen Dank auch dafür. Nun zu Ihrer Frage, wie sehen wir die Rolle, die wir nun einnehmen? Also aus der Historie heraus habe ich 30 Jahre lang Erfahrungen mit der Beschäftigung von Menschen gehabt. Baumax hat zuletzt 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 9 Ländern beschäftigt. Und 267 Menschen mit Behinderung, natürlich vorwiegend in Österreich, haben eine Behinderung gehabt. Das heißt, wir haben in jeder Filiale einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin beschäftigt. Und das ist ganz klein gewachsen und immer größer geworden. Und wir haben dann im Vergleich zwischen den Filialen festgestellt, dass die Integration von Menschen mit Behinderung in das Team etwas Unglaubliches auslöst, was der Josef Zotter ja heute auch uns gesagt hat. Die Leute werden deutlich entspannter und man hat einfach viel Spaß bei der Arbeit miteinander und wir erkennen, dass Menschen mit oder ohne Behinderung, wir alle haben Talente, wir alle haben Stärken, wir alle haben Schwächen und es liegt ja an uns Unternehmerinnen und Unternehmer, eine Gruppe von Menschen zusammenzuführen, die alle unterschiedliche Begabungen haben und daraus gemeinsam etwas ganz Tolles nachhaltig zu entwickeln. Und genau darum geht es. Und aufgrund dieser sehr, sehr positiven Erfahrung habe ich mir in meiner zweiten Lebenshälfte zum Ziel gesetzt, so ein bisschen missionarisch unterwegs zu sein und diese Erkenntnisse, Erfahrungen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern weiterzugeben. Wir veranstalten, glaube ich, heute den 39. Unternehmensdialog innerhalb von 6 Jahren, haben schon 1300 Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich ansprechen können zu diesem Thema und haben, wie Michi Pichler auch gesagt hat, der wirklich eine Riesenstütze ist und das Ganze eigentlich schupft und ich darf nur hin und wieder halt auch dabei sein und meinen Senf dazugeben. 120 tolle Beispiele, wie man Menschen mit Behinderung in unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft integrieren kann und das wirklich funktioniert. Und das, was den Unternehmensdialog auszeichnet, ist nicht nur, dass wir Schmäh führen, Unternehmer zu Unternehmer, sondern dass wir alle Stakeholder zusammenführen. Also auch das AMS, auch die NEBA-Organisation, also Organisationen, die Ihnen dabei helfen, in der Suche nach den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Onboarding-Prozess, in der Entwicklung und Adaptierung ihrer Systeme, damit das auch tatsächlich gut funktioniert. Jetzt geht man sowas an, so wie Sie gesagt haben, in der zweiten Lebenshälfte. Gibt es sowas wie ein Ziel, das man sich setzt? Man sagt, da will man hin. Ist ja oft so, dass man sagt, das wäre schön, wenn wir es erreichen könnten. Ist das klar definiert bei Ihnen? Ja, klar definiert ist, also ich möchte, dass das kein Thema mehr wird in Zukunft, sondern dass man jedem Menschen eine Chance gibt und ob der jetzt eine Behinderung hat oder nicht, so what? Sie setzen ja einen Mitarbeiter nicht dort ein, wo er die Behinderung hat, sondern dort, wo er seine besonderen Begabungen hat. Und jedem Menschen diese Chance zu geben, das ist meine Lebensaufgabe und vor allem es geht um Inklusion. Es geht darum, wir alle sind Geschöpfe Gottes, wir alle sind unterschiedlich, mit unterschiedlichen Talenten, da wie ich schon gesagt habe, mit einer unterschiedlichen Historie und wenn wir uns auf ein Packerl hauen und etwas gemeinsam entwickeln, was erfolgreich ist, dann haben wir viel Freude und Spaß. Und wir sehen das ja in anderen Bereichen auch, dass die Wirtschaft jetzt auch Verantwortung übernimmt. Ob das jetzt der Klimawandel ist. Vor 10 Jahren hat jeder blöd geschaut oder bös geschaut und verneint, dass es das gibt. Heute ist es Inklusion. Wir müssen alle Menschen eine Chance geben.
Weil was ist denn die Alternative, dass wir es wegsperren und dass die Leute dann irgendwie aufbegehren, randalieren? Das Gleiche gilt ja auch für die Migranten. Wir müssen schauen, jeder Mensch, der hier ist, der soll eine Aufgabe in der Gesellschaft bekommen. Er soll ein selbstbestimmtes Leben führen können, damit wir noch stärker und noch besser sind. Weil wir sind ein Hochpreisland und wir können das nur entwickeln, indem wir auch eine entsprechende volkswirtschaftliche Leistung bringen. Und da dürfen wir jetzt nicht sagen, okay, das machen wir mit 80% der Bevölkerung und die 15% der Bevölkerung Menschen mit Behinderung vergessen wir, sondern wir können es nur gemeinsam machen. Ich möchte in unsere Runde dazu holen die Julia Zotter. Sepp, wie gesagt, ist schon unterwegs zum nächsten Termin, aber die Julia Zotter ist heute hier geblieben und hat gesagt, das schaue ich mir nicht nur bis zum Schluss an, da kann ich auch noch was beitragen. Und ich darf die Conny Lukas noch einmal zu uns auf die Bühne heraufbitten, in dieser Runde, wo wir eigentlich über Potenziale reden wollen. Julia, darf ich dir dieses Mikrofon einmal überreichen und der Conny auch noch ein Mikrofon. Julia, komm in unsere Mitte. Wollen wir die Damen in die Mitte nehmen? Überhaupt. Macht, glaube ich, auch. Julia, jetzt haben wir schon von dem Papa gehört, das ist wichtig, es ist das Maximieren der Menschlichkeit. Wo siehst du denn jetzt auch in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr beschäftigt, die größten Potenziale bei der Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung? Wir haben eigentlich sehr viele schöne Beispiele, wo es super funktioniert hat. Man muss, wie wir heute eigentlich schon ein paar Mal gehört haben, nur den richtigen Job finden, die richtige Arbeit und eben dort die Leute einsetzen, wo sie eben nicht ihre Behinderung haben, sondern eben ihre größten Talente. Wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der verbringt sein gesamtes Arbeitsleben schon bei uns, der hatte vor kurzem sein 15-jähriges Jubiläum und er hat eine körperliche Behinderung, das heißt, er kann jetzt nichts heben oder so, er muss aufpassen beim Essen und er ist am autistischen Spektrum. Aber sein Job ist im Büro, wo er sich zum Beispiel momentan damit beschäftigt, unsere gesamten Kataloge durchzulesen auf Rechtschreibfehler. Er ist so genau und so systematisch begabt, der findet jeden Fehler und bis auf den letzten Beisprich und er kann sogar Barcodes vergleichen, wo jeder andere aussteigt. Der hat ein Talent, wir haben mehr als 600 verschiedene Produkte, das muss man mal durchziehen, zu schauen, dass von einem Jahr auf den nächsten das alles noch gleich ist. Der Mario merkt sich jeden Geburtstag im gesamten Unternehmen. Wir müssten nicht einmal im System nachschauen. Und wenn ich ihm jetzt sage, wann ich Geburtstag habe, oder wenn er es mir sagt, ist eigentlich er kann mir sogar sagen, an welchem Tag ich Geburtstag hatte. Also was das für ein Wochentag war? Auf den Wochentag, aus dem Stand. Also ich habe das mit ihm ausprobiert, habe ihm ein paar Daten gegeben. Ja. Maximum braucht er, glaube ich, 1 Minute und dann hat er es heraus. Also es ist ein Wahnsinn, oder? Mhm. Wir haben eine andere Kollegin, die hat bei uns Köchin gelernt und die hat eine Lernschwäche. Das heißt, da haben wir schon, war die erste Kochlehrling bei uns mit Beeinträchtigung. Und natürlich war das dann ein bisschen mehr Erklärungsbedarf für unsere Kollegen. Aber in einer Küche geht es meistens immer irgendwie ein bisschen rau zu. Das war eigentlich ganz gut, dass die Leute ein bisschen einen Gang zurückschalten müssten und einmal ihre Prozesse überlegen. Und sie hat vor einem halben Jahr Lehrabschlussprüfung gemacht und war die Beste in der Klasse. Und das hätte sich niemand gedacht. Also es ist nicht so, man darf nicht die Beeinträchtigung zuerst sehen, sondern das Talent zuerst. Und dann findet man den richtigen Job. Ich glaube auch, dass ich jetzt da gar nicht zu weit gehe, wenn ich sage, es hat doch jeder von uns irgendwo eine Beeinträchtigung. Beim einen sieht man es, beim anderen sieht man es vielleicht nur nicht. Oder? Wir haben halt leider oder zum Glück das Glück, wir dürfen es uns aussuchen, dorthin zu gehen, wo wir das Talent haben. Das sieht dann keiner, was man alles nicht kann, weil wir zeigen das ja nicht freiwillig, wir haben die Wahl. Ganz im Gegenteil. Genau, wenn man jetzt nicht das Glück hat und eine Beeinträchtigung ist sichtbar oder spürbar, dann muss man natürlich härter dafür arbeiten, sozusagen, was in der Gesellschaft schon schwierig genug ist. Aber wenn man dann dort arbeiten kann, wo man wirklich seine Talente hat, super. Conny, es ist ja auch so, dass du mit deinen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Beeinträchtigung, da geht es ja auch immer um menschliche Schicksale, da geht es um Menschen, so wie wir vorher gerade gehört oder gesehen haben und erlebt haben. Der fühlt sich innerhalb seiner Familie ganz anders, weil er einen Job hat. Da kann man beitragen dazu. Ist das auch ein gutes Gefühl, das dich beflügelt in deiner Arbeit? Ja, absolut. Absolut. Also ich glaube, ich habe auch sehr nahen Kontakt zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil es mir sehr am Herzen liegt. Und
es ist einfach schön, weil ich glaube, der geistige Wachstum, der ist da. Und man merkt ja, je länger sie da sind, je mehr entwickeln sie sich, sie können selbstständig arbeiten. Sie haben zwar einen langen Weg dorthin, aber wenn sie mal angekommen sind, dann funktioniert das reibungslos. Und die Mitarbeiter wachsen auch noch geistig mit. Also das ist alle anderen, das ist einfach schön. Martin Essl, wir reden gerade in dieser Runde über Potenziale. Jetzt haben wir natürlich in der Ausschreibung auch drinnen gehabt, gerade in Zeiten, wo der Arbeitsmarkt angespannt ist, wo man Arbeitskräfte sucht, händeringend, ist das ein Potenzial? Jetzt haben wir natürlich auch gehört, das ist eigentlich fast der falsche Ansatz. Auf der anderen Seite ist das schon auch Potenzial, wenn wir von 15% sprechen. Sehen Sie das Potenzial auch wirklich tatsächlich und wie viel kann man davon wirklich ausschöpfen? Oder wie viel kann man davon noch realisieren und umsetzen? Naja, am Anfang geht es darum, dass man relativ viel um die Ohren hat, wirklich die Integration gut zu meistern und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Team zu integrieren. Aber eines ist entscheidend für Unternehmer, die das schon längerfristig machen, dass sie die Erfahrungen von Menschen mit Behinderung, mit ihrer Behinderung zum eigenen Nutzen und zum eigenen Vorteil nutzen. Was meine ich damit? Ich kann Ihnen ein Beispiel aus der Bankenwelt erzählen, wo die Bank Austria beispielsweise mit gehörlosen und mit blinden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Bankfilialen neu konzipiert haben. Heutzutage macht man natürlich sehr viel Online-Banking, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man hineingeht, sich noch einen Kontoauszug holt, dass man sich Geld abhebt und so weiter und so fort. Und diese Geräte sind alle darauf konditioniert worden, dass Menschen mit Behinderung diese Dinge nutzen können. Und der Herr Zadrazil oder sein Vorgänger, der Herr Czernko, die Generaldirektoren aus Österreich, haben mir dann erzählt, dass das ein unglaubliches Wachstumspotenzial ausgemacht hat und dass die Leute tatsächlich gezielt dorthin gehen. Das Gleiche sehen Sie bei Apotheken. Eine Gehörlosenapotheke in Wien spricht gehörlose Menschen an, die sie in ihrer Muttersprache beraten. Das kann man sich als sogenannte normale Menschen gar nicht vorstellen. Wir werden Deutsch angesprochen, weil wir Deutsch zur Muttersprache haben, die meisten von uns. Bei den Gehörlosen ist es so, dass die Gebärdensprache die Muttersprache ist und nicht die deutsche Sprache. Und es wird von den Leuten vorausgesetzt, dass sie der deutschen Sprache mächtig sind, aber sie sind der Gebärden eigentlich mächtig. Und so angesprochen zu werden und so ein Beratungsgespräch zu haben. Und was ich mir wünschen würde, ist zum Beispiel auch im medizinischen Bereich, mein Sohn schließt jetzt gerade sein Medizinstudium ab, keine Stunde hat er die Behandlung von Menschen mit Behinderung im medizinischen Bereich gelehrt bekommen. Können Sie sich das vorstellen, was das ein Wahnsinn ist? Und wenn das aufbricht und wenn sich Leute damit beschäftigen, in allen Facetten, dann haben wir unsere Arbeit richtig verstanden. Zumal es ja auch, wenn man von Menschen mit Beeinträchtigungen spricht, da geht es ja auch darum, dass man selbst auch sehr schnell, und das habe ich bei anderen Veranstaltungen auch immer wieder erlebt und gesehen, bei auch anderen Best-Practice-Beispielen, sehr schnell in die Situation kommen kann und man braucht vielleicht plötzlich selber einen Rollstuhl und ist selbst auf der anderen Seite, plötzlich auf der anderen Seite. Und ich glaube, dann ist es genau diese, wieder mal Maximierung der Menschlichkeit, die es möglich macht, ein normales Leben weiterzuführen. Conny, auch noch letzte Frage, wenn ihr natürlich, ich weiß, in Pandemiezeiten war es natürlich so, dass man expandiert hat, dass man gerade jetzt im Versand und im Onlinehandel größer geworden ist und größer geworden ist. Das heißt, auch da habt ihr durchaus das Potenzial erkannt, dass es Menschen mit Beeinträchtigungen gibt, auch in der Region, die dann wahrscheinlich auch in der Region, weil ich vorher schon gesagt habe, die Region ist für euch immer sehr wichtig, sehr dankbar sind, dass man so nah vielleicht einen Arbeitsplatz findet. Die Menschen, die ihr beschäftigt, die kommen alle aus der Gegend, oder? Ja, die kommen alle aus der Gegend, zum Teil mit dem öffentlichen Verkehr, zum Teil werden sie geführt mit einem Taxi oder sie können sogar mit einem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin mitfahren. Dann, ich glaube, von Gleisdorf, das ist das weiteste weg, und von Fürstenfeld kommt der Mario, aber sonst sind alle von Feldbach und das heißt, man stärkt damit aber auch die Region natürlich, ja, und genau, auch das Bewusstsein in der Region, der Menschen in der Region, dass da eigentlich was sehr Gutes passiert. Ja,
Das ist so. Es möge so weitergehen. Julia, auch noch eine Frage, wenn ich jetzt weiß, dass ihr auch international erfolgreich seid. Ich weiß, du hast auch den Vergleich zu anderen Ländern und wenn wir hier produzieren in Österreich, dann ist das natürlich, ja, ich sage mal, ein Land, wo man unter sehr guten Verhältnissen produzieren kann. Gibt es andere Länder, wo du sagst, da hast du schon Erfahrungen gemacht, da arbeitet man auch mit Menschen mit Beeinträchtigungen, kann man sich da was abschauen oder sind wir eher so ein bisschen Vorbild in unserem Land? Also was die Arbeitsintegration angeht, ist hier definitiv, habe ich die besten Beispiele gesehen und passiert auch am meisten in der Integration in der Arbeit. Es gibt jetzt natürlich Länder, wo die Gesundheitsversorgung weit nicht so gut ist wie bei uns, wo sehr viel mehr in der Familie gepflegt wird, weil man ja auch gar keine andere Wahl hat. Insofern sind die Leute oft auch sehr gut integriert, eben im sozialen Leben, aber im Arbeitsleben ist es oft sehr, sehr schwierig, einfach weil die Infrastruktur zum Beispiel fehlt. Man hat, also wenn man jetzt zum Beispiel unsere Kakaopartner anschaut, also Lateinamerika oder Afrika zum Beispiel, fehlt einfach die Infrastruktur zur Hilfe. Insofern sind die Leute meistens auf ihre Dorfgemeinschaft angewiesen. Da gibt es natürlich zum Helfen viel, vor allem wenn es viel um die Landwirtschaft geht, aber so richtig Arbeitsintegration in Unternehmen habe ich bisher noch nie besser gesehen als hier. Und trotzdem kann man hier noch das eine oder andere Rädchen drehen, um es dann noch zum Besseren zu machen. Dankeschön, Julia Zotter, Dankeschön, Conny, Lukas und ja auch Dankeschön, Herr Kommerzialrat Martin Essler. Danke euch. Abschließend bitte ich die Beata Tauscher zu mir vom NEBA Betriebsservice. Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass es ganz wichtig ist, dass man Unterstützung bekommt und das NEBA Betriebsservice ist eine Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen. Wie schaut, Beata, wir kennen uns auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, auch aus Job-Oscar-Verleihungen und. Wie schaut denn die Unterstützung aus? Du bist schon sehr lange in diesem Bereich tätig und hast natürlich gute Vergleiche. Ja, das ist für mich fast wie ein Déjà-vu, weil wir sind schon mehrmals auf der Bühne gestanden, vor 10, 15 Jahren zu dem gleichen Thema. Also ich bin sehr, sehr froh, wieder da zu sein. Und ich sehe auch im Publikum sehr viele Unternehmen, die bereits schon jetzt meine Kunden sind. Was für mich ganz wichtig zu sagen, weil ich bin eigentlich schon seit eineinhalb Jahren auf Dauerwerbemodus, was ist NEBA? Weil das hören Sie immer wieder, NEBA. NEBA ist für mich fast wie Zotter, Red Bull, Nice Shops. Das ist bitte eine Marke. Netzwerk berufliche Assistenz. Seit vielen, vielen Jahren wird diese Angebotsgruppe vom Sozialministerium Service österreichweit finanziert. Und mit dem Betriebsservice wurde diese Angebotsgruppe vor 1,5 Jahren auch ergänzt, sehr praktisch ergänzt. Wir sind zuständig für Sie, für die Unternehmen. Und Sie können sich das so vorstellen, 360 Grad ist das Betriebsservice verbunden mit allen Stellen, die mit Inklusion auf irgendeine Weise zu tun haben. Ob das unser Fördergeber, das Sozialministerium Service oder das Arbeitsmarktservice und die NEBA-Trägerorganisationen. Und was Sie bei uns haben, bitte denken Sie unkompliziert. Weil wir haben heute öfters gehört, diese Begriffe wie Nachhaltigkeit oder Innovation. Für mich ist Inklusion eine nachhaltige Innovation. Und wenn Sie das wirklich ernst meinen, die Unternehmen, dann denken Sie unkompliziert und rufen Sie uns an. Ich bin nicht allein im Betriebsservice in der Steiermark. Wir sind ein Team von 8 Personen. Ich bin nur stellvertretend für meine Kollegen und Kolleginnen da. Und rufen Sie uns an und wir begleiten Sie sehr gerne, sehr unkompliziert auf diesen nachhaltigen, innovativen Weg zu unserer Inklusion in Ihrem Unternehmen. Und dieser Weg führt nicht immer nur dazu, dass man jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen aufnimmt, weil vielleicht ist es einfach im Grunde einer ehrlichen Beratung oft so, dass man sagt, okay, wir haben noch nicht vielleicht die richtige Mitarbeiterin und den richtigen Mitarbeitern muss man auch sagen können, okay, vielleicht bleiben wir dran, vielleicht geht es später. Und es geht nicht nur um Aufnahme von neuen Arbeitskräften mit Behinderungen, sondern bitte denken Sie daran, das ist schon mehrmals heute gefallen, dieser Prozentsatz, 15% der österreichischen Bevölkerung hat Behinderung im weitesten Sinne.
eigentlich Ihre Unternehmen sind Abbilder dieser gesellschaftlichen Situation. Sie würden da gar nicht denken, dass ungefähr in Ihren Unternehmen 15 Personen auf irgendeine Weise eine Einschränkung haben. Und wenn wir das sehen, dieses Thema ist bitte nicht neu. Das ist ein selbstverständlich immer dagewesenes Thema. Und wenn diese berufliche Inklusion wirklich ernsthaft angehen möchten, dass die beste Adresse ist das NEBA-Betriebsservice. Die Beata Tauscher ist die beste Adresse. Verleiht Flügel war schon vergeben als Slogan, aber NEBA verleiht trotzdem auch Flügel, vor allem wenn man sich bei der Beata dann meldet. Dankeschön. Dankeschön, Beata Tauscher. Bleibt mir noch einen unangekündigt auf die Bühne zu bieten, weil der Roland Fink einfach da ist. Ganz kurz, gib uns ein paar Sekunden, weil ich darf jetzt eines sagen, er lädt uns nicht nur hierher ein, sondern er hat die geilste Terrasse, die es überhaupt gibt und die ist da ein paar Meter weiter drüben und wir dürfen halt dann in der Sonne draußen noch stehen. Roland, ein neues Fernsehstudio, gefällt dir das? Das können wir öfters machen, oder? Das ist ein Wahnsinn, total cool. Ich freue mich so, dass ihr alle da seid. Ich danke euch, weil es ist einfach eine super coole Veranstaltung. Also ich habe so viel gelernt, weil ich bin ein bisschen naiv und schlicht im Sinne von, wie gehen wir mit Inklusion um? Gell? Ich muss gestehen, ich habe so wenig damit zu tun. Es sind die Menschen wie die Elisa, die da hinten sitzt, und die Conny, die vielleicht einmal gefragt haben, du, wie ist denn das, können wir behinderte Kolleginnen anstellen? Und ich habe gesagt, ja, tu. Ja? Und dass sich das dann so positiv auswirkt, wie ich das heute einfach da mitverfolgen durfte, was das heißt jetzt für die Kultur, für uns alle, das ist so wirklich schön. Ja. Wir sagen auch wirklich schön, dass wir da sein dürfen, dass du aufgemacht hast. Ja, und damit darf ich auch gleich sagen, es geht leider für die Damen und Herren im Livestream nicht, aber für alle anderen, die hier sind, dann auf die Terrasse weiter. Und da gibt es dann ein paar Kleinigkeiten, auch kulinarisch und auf gute Gespräche. Ich glaube, dieses Vernetzen ist ja auch ganz wichtig. Die haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Kantine hat schon was vorbereitet. Gell? Ja, es schaut gut aus, was ich da gesehen habe. Also ein gutes Kantinenessen heute wünsche ich euch allen. Und ich glaube, die Konklusion von heute ist ja, dass Inklusion definitiv nichts kostet, sondern nur was bringt für uns alle. Insofern ist das der Aufruf, dass wir da viel mehr tun, als wir jetzt schon tun. Danke. Roland Fink. Dem ist gar nichts hinzuzufügen. Dankeschön. Eines ist hinzuzufügen, für uns geht es dann in Richtung Terrasse. Gott sei Dank Sonnenschein. Und ja, für Sie haben wir zum Abschluss auch noch eine ganz spezielle Hymne, nämlich genau die Zero Project Hymne, die wir Ihnen jetzt noch anbieten wollen. In diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Unternehmensdialog, wo immer der stattfinden wird. Schön, dass Sie dabei waren. Dankeschön, dass Sie dabei geblieben sind und dass Sie mit diesen Ideen vielleicht jetzt auch hinausgehen, vielleicht andere anstecken oder einfach selber bereits schon fast oder so gut wie am Umsetzen sind. Schönen Abend noch. Education, employment, accessibility, independent living, and political participation, innovative practices, and innovative policies, a network of civil society. If you see me, take me just the way I am. We could change the world because we understand. If we both are part of the same society, I could be me. Zero barriers, zero walls, zero borders, zero bonds, zero limits. By reaching our aim, zero project, the dignity of
could be free. Zero barriers, zero walls, zero borders, zero walls, zero limits, reaching our end, zero project, the dignity of men. Innovative practices and innovative policies. A network of civil society. Zero barriers, zero walls, zero borders, zero bonds, zero limits, by reaching out.